Hallo zusammen, heute zeige ich euch mal die Bilder, was ich in den letzten 2 Videos gemacht habe, die getrocknet sind. Da seht ihr das schöne Phänomen, wenn der Tisch nicht ganz gerade ist und natürlich auch zu viel Farbe drauf ist. Ja, das schöne Rot ist doch noch verlaufen hier, passiert. Aber einfach, dass ihr das auch mal seht, wobei ich das Bild jetzt selber trotzdem cool finde. Da noch ein schöner Glanzlack drauf, dann passt es. Dann im Gegenzug das andere, wo ich ja diese 3-Stufen-Swipe gemacht habe. Das ist eigentlich so im Großen und Ganzen geblieben. Ich finde das an der anderen Seite, das Rot hier halt geil, wo das Weiß oder Silber noch mit rein ist. Dann wird das Rot einfach auch heller. Ich denke, man kann es gut sehen. Ja, das ist gut getrocknet. Okay, was ich heute machen möchte, ich habe noch ein paar Restfarben. Nicht, dass wir die jetzt verschwenden. Oder aufheben möchte ich es auch nicht mehr, weil ich Silikon drin habe. Darum mache ich euch einen schönen Dirty Pouring, sage ich jetzt einfach mal. Ohne Schwarz, weil Schwarz habe ich keins mehr. Dann wird es ein schnelles Video. Habt viel Spaß, bis gleich. So, dann lasst uns starten. Ich habe hier einen Becher. Ich habe hier weiß. Ihr seht, die Farben sind schon etwas dicker, weil die jetzt stehen schon ein paar Tage. Falls ihr neu dazugekommen seid und die vorigen Videos noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch wieder. Ihr seht auch, ich mache das vorsichtig und schichtweise diesmal. Und ich habe ja in jeder Farbe einen Tropfen Silikon drin. Und dieses hier ist Bronze, kein Kupfer. So, dann haben wir die Farben nämlich auch verbraucht. Ein bisschen Rot rein. Okay, dann lasst uns starten. Einen schönen vollen Becher. Lassen wir es kurz runterlaufen. So. Okay. Ziemlich viel Rot. Ich möchte diesen grünen Touch behalten hier. Oder diesen blauen Touch, besser gesagt. In diesem Himmelblau. Ich hoffe, ich bin soweit im Bild. Ja, reicht gerade so die Farbe. Aber das ist optimal.
So. Jetzt ist das doch schön hell geworden. Okay. Gut, ich werde es jetzt kurz erhitzen, aber nur mit dem Brenner und auch nicht überall, damit nicht alles voller Zellen ist. Ihr seht schon, ich denke mal, das reicht, weil sonst kommen zu viele Zellen wieder. Wie gesagt, es bilden sich danach auch noch ein paar, die dann einfach von alleine hochkommen. Ganz normal. Aber ich denke mal, das passt soweit. Ihr seht es jetzt hier. Und ich lasse es jetzt noch kurz wieder für 10 Minuten einwirken. Und dann bin ich gleich zurück und zeige es euch wieder von nahem. Dann bis gleich. So, ich bin's nochmal. Ihr seht, es hat schon nachgearbeitet. Ich wollte hier mit Farbe bedecken. Ich zeige es euch einfach nochmal. Und der liebe Timo ist natürlich wieder unvorsichtig gewesen und ist jetzt hier reingekommen. Okay, selbst mir passiert das noch. Nur, dass ihr seht, dass es nicht heißt, ich bescheiße oder sowas. Ich werde es jetzt einfach nochmal hier etwas runterlaufen lassen. Und dann seht ihr natürlich auch, wie die Zellen verlaufen. Das wollte ich euch zeigen. Aber bleibt ja nichts anderes übrig. Ich muss es laufen lassen, sonst ist das Bild kaputt. So. Und jetzt lasse ich noch ein Stück zurücklaufen wieder. Ich hoffe, ihr seht, ohne dass es blendet. Wobei das aber auch was hat. Ups, jetzt bin ich natürlich wieder voll. Okay, da war es wieder nichts mit einfachen Zellen. Aber ich finde, das Bild hat trotzdem was. Ich kann hier vielleicht noch ein paar Zellen rausholen. Und das sieht eigentlich gut aus, das lasse ich so. Jetzt ist aber gut. Heide Bim Bam. Ich kann es nicht lassen, das ist mein Problem. Ihr kennt mich ja. Okay, cool, dann haben wir solche schöne Muster und haben noch ein paar andere schöne Zellen. Okay, lass es noch mal ein bisschen einwirken, dann bis gleich. Jetzt 10 Minuten sind rum. Bin zurück. Leider wieder zu viel erhitzt. So wie ich mich halt kenne. Macht halt einfach Spaß. Jetzt schauen wir mal, was rausgekommen ist. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Weil normal kann jeder. Das ist nämlich auch cool. Und ihr seht, ihr braucht eigentlich nur da mal weitermachen, ganz leicht erhitzen und seht ihr, was da rauskommt noch. Aber hat trotzdem eine schöne Struktur gegeben, was auch immer das sein mag. Aber ich finde, das Beste ist dieser Punkt hier. Ja.
Okay Leute, war mal ein kurzes Video zwischendurch. Ich finde es trotzdem ganz okay gelungen. Und dann lassen wir es mal trocknen. Jetzt habe ich auch wieder Platz und kann es in die Waage stellen zum Trocknen. Dann dürfte es auch besser funktionieren. Gut, dann danke ich fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet, und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.